Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Emotional recht schwierige Tage hinter mir, das kann ich Ihnen sagen. Ich bin diesbezüglich etwas aufgekratzt. Hat jetzt weniger mit dem Fakt zu tun, dass der Schutzhundesport in Österreich verboten wird. Selbstverständlich ärgert mich das nach wie vor und wird es auch noch lange Zeit tun. Aber da sind andere Dinge geschehen in den letzten Tagen, die doch recht belastend sind. Ja. Doch von einigen möchte ich Ihnen am kommenden Samstag in einem Video erzählen. Nun zum heutigen Video, und da geht es um einen fantastischen Hund, um einen Spitzenhund, wunderschön, stark, ja, beeindruckend. Und trotzdem stellt es für mich manchmal, oder sind es für mich manchmal Rätsel, wenn Menschen, die es auf den klassischen Haushund abgesehen haben, sich solch einen Hund holen. Ja, es geht um den kaukasischen Ovtcharka. Das ist ein uralter Hundetyp, der speziell in den Regionen des Kaukasusgebiets, in den ehemaligen Sowjetrepubliken als Herdenschutzhund gehalten wurde. Auch als Wach- und Schutzhund oder bei der russischen Armee im Einsatz war und hier hauptsächlich als Hund für den Grenzschutz oder zur Lagerbewachung, ja, zur Bewachung verschiedenster Einrichtungen. Ja. Die Herkunft dieses urtümlichen, wunderschönen, beeindruckenden Herdenschutzhundes, die ist umstritten. Ja. Einig ist man sich nur darin, dass er seine Wurzeln bei den alten Molossern antiker Völker haben soll. In der Deutschen Demokratischen Republik wurde dieser Hund gerne kaukasischer Schäferhund genannt. Doch ist das nicht ganz richtig, dieser Ausdruck. Ja, der kaukasische Ovtcharka musste niemals Nutztier treiben, ja, wie es typische Schäferhunde müssen. Er ist ein reiner Herdenschutzhund. Ja. Sehen wir uns mal den Standard an. Nun gehen wir mal zur Größe, und hier spricht man von einem Mindeststockmaß, einer Mindestschulterhöhe bei Hündinnen von 62 cm und bei Rüden von 65 cm. Hündinnen sollten mindestens 45 Kilo vorweisen, Rüden sollten über 50 Kilo schwer sein. Es sind große, imposante Hunde. Sie haben ein mittellanges Fell mit dichter Unterwolle und kommen in verschiedensten Farben vor. Doch zumeist sieht man sie in verschiedenen Grautönen. Zum Charakter sei gesagt, dass bei diesem Hund der Begriff Herdenschutzhund ganz groß geschrieben gehört. Ja, das ist ein typischer Herdenschutzhund mit hohem Wach- und Schutztrieb. Weist eine hohe Selbstständigkeit ganz kategorietypisch vor, und das wieder ist eine Sache, die ist kontraproduktiv zum häufig gesuchten Will to Please. Ja. Generell zeigen kaukasische Ovtcharka ein ruhiges, auch ein soziales Verhalten Artgenossen gegenüber, können aber blitzschnell umschalten. Ja, also man hört oft, dass ein kaukasischer Ovtcharka rauflustig oder kampflustig ist. Dann ist irgendetwas geschehen. Dann schauen Sie, diese Hunde wurden immer erschaffen, um mit anderen Hunden im Team zusammenzuarbeiten. Also ein gut erzogener Kaukase ist mit Sicherheit ein sehr sozialer Hund. Ja. Ich kannte persönlich 3 Kaukasen recht gut. Eine Hündin und 2 Rüden. Und alle 3 wiesen verschiedenste Charaktere vor. Die Hündin war ein Lämmchen, ein Engel. Das Einzige, was es da zu kritisieren gab, war, ich lebte damals eine Zeit lang bei einer Freundin von mir und ging auch mit ihrer Hündin spazieren. Es war eine Collie-Schäferhunde-Mixhündin, die ziemlich Feuer hatte. Also die hatte ziemlich Pfeffer im Hintern, war nicht sehr verträglich anderen Hunden gegenüber, egal ob Hündinnen oder Rüden, die gab schon Gas. Und wenn ich mit ihr unterwegs war, trafen wir öfter auf diese kaukasische Ovtcharka-Hündin, die häufig nicht unter Aufsicht ihrer Besitzer stand. Also da gab es unten eine kreisförmige Wiese, da spielten die Kinder, und da war auch öfter diese kaukasische Ovtcharka-Hündin anwesend, die wahnsinnig freundlich war zu Menschen, egal ob Bekannte oder nicht Bekannte. Das ist ein Widerspruch, denn häufig sagt man den Kaukasen nachher, wäre sehr misstrauisch Fremden gegenüber, doch das war diese Hündin nicht.
Bei Hunden reagierte sie mal so, mal so. Wenn man ihr mit einem fremden Hund entgegenkam, stand sie auf und zeigte eine gewisse Dominanz, hob die Rute, blieb steif stehen, kam aber nicht näher, ließ es darauf ankommen. Aber ich weiß, wäre ich damals mit der Hündin, mit der ich unterwegs war, von meiner Freundin, die Hündin, zu dieser kaukasischen Ovtcharka Hündin hingegangen, ja, hätte diese College-Schäferhund-Mixhündin höchstwahrscheinlich faschiert. Wirklich verträglich war sie nicht, zumindest wurde mir das gesagt. Dennoch war sie nicht unter Aufsicht ihrer Besitzer mit den Kindern unten auf der Wiese. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Ja, war nun mal so. Ja. Ich ging also immer einen großen Bogen um diese Hündin herum mit der Hündin meiner Freundin. Ja. Doch, nochmal, ein Lämmchen, in Bezug zu Menschen, sehr freundlich, auch fremden Menschen gegenüber. Ich habe sie öfter gestreichelt. Eine große, imposante, grau melierte Hündin, wunderschön, und die hatte ganz kopierte Ohren, so wie sie oft bei Kaukasen zu finden sind, die an der Herde arbeiten. Kann mich gut an sie erinnern. Dann kannte ich einen kaukasischen Ovtcharka-Rüden, den Remus, der war im Besitz von Franz, der nach Remus 2 Bullmastiff-Brüder, ein Brüderpaar besaß. Von diesen Bullmastiffs habe ich Ihnen schon manchmal erzählt. Das war dieser Herr, der lange Zeit enttäuscht war von seinen beiden Bullmastiffs, weil sie so scheu, ängstlich waren, dem ich damals gesagt habe, gib ihnen noch ein Dreivierteljahr Zeit, die kommen schon, sie sind gekommen. Waren dann 2 völlig selbstbewusste, mutige, ausgeglichene Rüden. Der besaß vorher den Remus. Remus hatte schon etwas mehr Kanten als diese Hündin. War mit Vorsicht zu genießen, wenn es um Rüden ging, und auch mit Vorsicht zu genießen, wenn es um fremde Menschen ging. Und bevor Franz und ich uns befreundet haben, gab es da mal einen delikaten Zwischenfall. Wir hatten da ein Waldstück bei uns in Wien, wo wir uns als 16-jährige Jugendliche gern getroffen haben, Jungs und Mädchen. Und Franz, also da waren wir noch nicht befreundet miteinander, der ging dort öfter mit der Remus spazieren und mit einem seiner Freunde, der auch einen großen Hund dabei hatte, einen Mix. Ja, und irgendjemand dürfte da drinnen, weiß ich nicht, Äste verknotet haben. Ja, weiß ich nicht, hat sich einen Spaß daraus gemacht, dass Leute sich abmühen mussten, diese irgendwie zu entknoten, um den Weg gehen zu können. Er verdächtigte uns damals dieser Missetat und kam da auf unseren Platz, wo wir immer, da waren ein paar Bänke, standen, mit Remus hineingeschossen und gab dem Hund den Befehl, auf uns loszugehen. Ja, und eine meiner Freundinnen, Schulkolleginnen war das damals, wurde tatsächlich von Remus ins Hinterteil gezwickt, nicht gebissen, ja, dann hätte ihr höchstwahrscheinlich die halbe Arschbacke gefehlt, aber gezwickt. Ja, wir protestierten nicht so, wie er das tun kann, und hin und her, und er meinte, weshalb wir da Fallen stellen. Ja, und ich kann Ihnen nur sagen, wir waren das nicht. Ja, also im Alter von 16 Jahren, mehrere Jungs, mehrere Mädchen, da hatten wir anderes im Kopf, als Fallen zu stellen. Also aus dem Alter waren wir heraus. Ja, aber er verdächtigte uns diesbezüglich. Egal, ja. Hätte natürlich auch nicht machen dürfen, hätte schief gehen können. Der Hund hätte da in uns reinfahren können wie ein Rüdenbomber und wir hätten alle dementsprechend ausgesehen. Ein großer Rüde mit gut über 80 cm Schulterhöhe, ich schätze so auf knapp 60 Kilo Gewicht ebenfalls. Ein dunkelgrau melierter Rüde, ein richtiger Löwe war das, ja, der Remus. Ja, 1-2 Jahre später, ich war so um die 18 Jahre alt, Remus war zwischen 5 und 6 Jahre, glaube ich, befreundeten Franz und ich uns. Wir haben dann auch mal über dieses Erlebnis da in der Au, wo wir uns getroffen haben, damals mit diesem Zwick-Vorfall unterhalten. Damals lachten wir dann drüber, aber zu dem Zeitpunkt, wo das vorgefallen ist, konnten wir nicht drüber lachen. Ja, aber wie gesagt, der Hund war schon etwas mit Vorsicht zu genießen, hatte hohen wachen Schutztrieb, war etwas kantig Rüden gegenüber, Hündinnen lief alles glatt und auch fremden Menschen gegenüber mit Vorsicht zu genießen. Und dann kannte ich einen Kaukasen, den Boris, und er war gefürchtet in der ganzen Gegend. Dieser kaukasische Ovtcharka
hatte einen Rüden nach dem anderen schwer bedient. Ich weiß nicht, warum sie ihn bis dato, als wir die Bekanntschaft mit ihm gemacht haben, intensivere, den Herrn noch nicht weggenommen haben, denn der Besitzer dieses Hundes war ein etwa über 70 Jahre alter, gebrechlicher Mann, der nicht mehr gut gehen konnte, der auch nicht wirklich mehr viel Kraft hatte. Und er ging immer an einem Kurzführer mit dem Hund, also auf einer Leine, die kürzer war als einen Meter, spazieren. Der Hund immer begleitet mit einem Maulkorb. Ja, so waren die unterwegs. Ja. Ich habe Ihnen von dieser Geschichte schon mal erzählt. Mein damals bester Freund, der Xandl, ging mit seiner Bullterrierhündin Ambra und mit seinem neu erworbenen Bullterrierrüden Artus, der damals etwa 10, 12 Wochen alt war, mit mir und mit meinem American Pitbull Terrier Attila auf der Donauinsel spazieren. Wir gingen da ums Eck und da ging ein Weg steil hinab. Ja, um die Kurve konnten wir nicht sehen, abwärts auch nicht, war ein Gebüsch dazwischen. Doch als wir diese Kurve passiert hatten und nach unten sahen, stand etwa 20 Meter vor uns, unterhalb also runter, dieser ältere Herr, der hatte immer einen Hut auf mit dunklen Brillen und so einen Mantel wie Columbo, am Kurzführer mit diesem kaukasischen Ovtschakar, mit diesem Boris. Und Sie kennen das, wenn das Adrenalin in die Höhe schießt, so ging es auch uns. Wir wussten, der Hund war gefürchtet in der Gegend. Ja, wussten nicht, was los ist. Auf jeden Fall, der riss sich los, als er uns gesehen hat. Man hatte keine Chance, diesen Boris zu halten. Schoss zu uns rauf. Ich möchte nachträglich noch erwähnen, dass der nicht die Masse, die Substanz von Remus gehabt hat. Der war etwas kleiner und mit Sicherheit auch etwas leichter. Immer noch ein riesiger Herdenschutzhund mit anständiger Power. Schoss auf uns rauf und stürzte sich Stantapede auf den 10 oder 12 Wochen alten Artus, auf den Bullterrierwelpen drauf, begrub ihn unter sich mit dem Beißkorb, versuchte ihn zu töten. Das war klar erkennbare Tötungsabsicht. Hätte der Ovtschakar keinen Maulkorb oben gehabt, hätte er diesen Bullterrierwelpen getötet. So sicher wie das Amen nach dem Gebet. Der Mann versuchte in der Zwischenzeit darauf zu kommen, war aber ziemlich langsam unterwegs, also er war wirklich ziemlich gebrechlich, ja, fürchterliche Paarung, fürchterliches Team. Ja, wir versuchten das Ganze zu handeln. Verbal fruchtete nicht, so ließ mein Freund seine Hündin, die Ambra, los. Die Bullterrierhündin, die packte den Kaukasen an der Schulter, nutzte immer noch nichts, der arbeitete an den mittlerweile schreienden Bullterrierwelpen weiter. Ich ließ Attila los, das war das erste und einzige Mal im Leben meines Hundes, wo ich ihn absichtlich auf einen anderen Rüden losgelassen habe. Auch der schoss auf den Kaukasen hin, packte ihn an der anderen Schulter, verbiss sich. Beide Hunde schüttelten, nutzte nichts, der arbeitete weiter an den Bullterrierwelpen. Ja, der spürte die beiden Bullterrier in dem Moment nicht. Dann griff auch mein Freund ein, damals ein fantastischer Ringer gewesen, war bei der Olympiade, war im österreichischen Nationalteam. Ich kann mich noch genau erinnern, dass er versuchte, den Hund zu joken, also nahm er ihn im Schwitzkasten und schlug ihn mit der anderen Hand, mit der Faust auf den Schädel, dass der aufhört, auf den Bullterrierwelpen einzuwirken, während die beiden Bullterrier, der Standard Bullterrier und mein American Pitbull Terrier, den Kaukasen ebenfalls bekämpften, auch das half nicht. Nun schritt auch ich ein, damals ebenfalls noch aktiv beim Kampfsport und stützte mich ebenfalls auf diesen Hund drauf. Nun hatte dieser Hund mit mir, meinem Freund und 2 Bullterriern zu kämpfen. Ja, es dauerte immer noch etwa 15, 20 Sekunden, bis wir den Hund dazu brachten, von dem Bullterrier abzulassen. Ja. Na klar, wir setzten da zu viert schon einiges an Energie und Gewicht, wirkte schon einiges an Energie ein auf den Hund und Gewicht auch, ganz klar, den verließ die Luft. Ja. Keine Luft, kein Kampfeswille mehr da. Der ging zur Seite, hatte zum Glück sich den Maulkorb immer noch nicht abgestreift gehabt. Wäre das der Fall gewesen, ja, wären wir gezeichnet gewesen, zumindest mein Freund und ich, 100%. Stellte sich auf die Seite, wir hatten natürlich zu dem Zeitpunkt unsere Hunde schon von der Schulter dieses Kaukasen gelöst gehabt. Verschiedenen Mitteln. Er drückte, glaube ich, Ambra ab. Ich benutzte meinen Breakstick bei Attila. Doch das war es noch nicht. Denn während wir unsere Hunde wieder gesichert gehabt haben und auch Artus wieder in Sicherheit war, der Bullterrierwelpe, und der Mann, der Besitzer dieses Boris, immer noch unterwegs war zu uns rauf und etwa 5 Meter heran war, konnte man den erneuten Kampfeswillen, die erneute Kampfeslust in den Augen dieses Ovtschakar wieder aufblitzen sehen. Der stand da
und gaben uns zu verstehen, wartet noch ein wenig, ich bin gleich wieder soweit. Ja. Ja, in der Zwischenzeit war dann dieser Mann da und konnte ihn sichern und wir sahen zu, dass wir Weg gewinnen. Ja, ich sage Ihnen was, an diesem Tag habe ich gesehen, was Herdenschutzhunde drauf haben können, wenn die es ernst meinen. Ja. Hätte dieser Hund keinen Maulkorb oben gehabt, ja, irgendwer von uns wäre schwer verletzt gewesen. Ja. Fürchterliche Geschichte gewesen, eine der heftigsten Geschichten, die ich mit Hunden erlebt habe. Habe einige heftige Geschichten erlebt, ja, aber das war sicher eine der heftigsten. Wie gesagt, wir haben da 2 erwachsene Männer und 2 gut bemuskelte, sehr athletische Bullterrier mit einem Hund gekämpft und der hat uns Paroli geboten, trotz Maulkorb. Also, ja, was soll ich Ihnen sagen? Ja, 3 Kaukasen mit 3 völlig verschiedenen Charakteren, die ich gekannt habe. Mir ist es ein Rätsel, wenn Menschen sich solch einen Hund nehmen, nur weil er schön ist. Wenn Menschen sich solch einen Hund nehmen, weil sie wissen, dass er stark ist, dass er als Statussymbol gelten kann. Ja. Wobei letztere sowieso Idioten für mich sind. Menschen, die sich diesen Hund aus Unwissenheit nehmen, nur weil er schön ist, denen kann ich ja, nur den Vorwurf machen, sie haben sich nicht wirklich informiert über diese Rasse. Es gibt 2 Typen von Menschen, wo ich sage, das ist okay. Das sind Hirten, die diesen Hund einsetzen, oder Herdenschutzhunde-Profis. Ja. Leute, die diesen Hund das bieten können, was dieser Hund benötigt. Grundstück, das er bewachen kann. Denn was machen Sie mit diesem Hund, wenn Sie kein Hirte sind oder kein Herdenschutzhunde-Profi sind? Der Hund ist weder für lange Wanderungen zu begeistern, dieser Hund ist eher selten für Spiel und Sport zu begeistern, dieser Hund ist fürs Ruhen und Bewachen zu begeistern. Ja, für das ist er seit Hunderten, wenn nicht gar Tausenden Jahren in Einsatz. Vererbungsgenetik, wir kennen diese Geschichte, die kommt selbstverständlich bei manchen Hunden mehr zu tragen als bei anderen. Ja, aber als klassischer Haushund eignet sich der kaukasische Ovtcharka meiner Meinung nach genauso wenig wie ein zentralasiatischer Ovtcharka, wie ein Kangal oder andere Herdenschutzhunderassen das tun. Ja. Also das ist ein Griff ins Klo, meiner Meinung nach. Soll nicht bedeuten, dass das nicht klappen kann, aber es gibt da draußen Leute, die halten Kangals, zentralasiatische Ovtcharkas oder kaukasische Ovtcharkas in der Wohnung, zu Hause. Weit und breit kein Garten, weit und breit keine Grünflächen. Ja, haben sich beeindrucken lassen von der Kraft, von dem Mythos, der diesen Hunden nachgesagt wird, stark und drum und wenn und das, bumm, und haben zugeschlagen. Ja, aber wie gesagt, wenn Sie mit einem Hund Spaß haben möchten, wenn Sie diesen Hund halten möchten, wie man die klassischen Haushunde hält, dann ist das ein Griff ins Klo, ein kaukasischer Ovtcharka. Nochmal, typischer Herdenschutzhund. Und diese Hunde sind im Erwachsenenalter äußerst souverän, ruhig, aufs Wesentliche konzentriert, häufig mit sehr geringem Spieltrieb ausgestattet. Ja, normalerweise sozial, aber auch häufig sehr dominant gleichgeschlechtlichen Artgenossen gegenüber. Dann sozial, wenn ihr Gegenüber ihnen zu verstehen gibt, okay, du bist der Boss und wir sind uns einig, kein Problem. Aber wenn diese Sache nicht geklärt ist, dann kann es schon leicht mal scheppern. Und ein Herdenschutzhund kann in relativ kurzer Zeit viel Schaden ausüben. Und diesen Hund müssen Sie mal führen können. Wenn Sie dann vielleicht einen dominanten Herdenschutzhund an der Leine haben, der Gefallen an der Sache gefunden hat mit anderen Rüden oder anderen Hündinnen, ja, wurscht jetzt, Sie wissen schon, was ich meine, zu fighten, dann sollten Sie diesen Hund auch unter Kontrolle haben. Ja, ich weiß, es gibt schwerere Hunde als den Kaukasen, aber es gibt nicht viele Hunde, die stärker sind als Herdenschutzhunde. Diese Hunde haben enorme Power. Das sind enorm starke Hunde, aber auch sehr leistungsfähige Hunde generell. Die sind recht beweglich und wenn es darauf ankommt, auch recht schnell. Die wirken oft nur langsam, wenn sie so majestätisch daherkommen mit ihrer Löwenmähne. Ja. Also den Hund muss man schon unter Kontrolle haben auch, denn wenn der mal am Rad dreht, dann denken Sie in sehr schneller Zeit darüber nach, diesen Hund abzugeben, weil es rausgehen mit diesem Hund zum Albtraum wird. Nochmal, das sind tolle Hunde, es sind wunderschöne Hunde, sind hochintelligente Hunde, besitzen nicht den höchst ausgeprägtesten Will to Please, sind für den Platz nicht die geeignetsten Hunde, Herdenschutzhunde generell nicht. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber wenn ich es aufs Arbeiten am Abrichteplatz abgesehen habe, nehme ich mir keinen kaukasischen Ovtcharka. Sicher nicht. Da suche ich mir einen anderen Hund aus. Ja, also wie gesagt, mit Gefühl zu erziehen, diese Hunde sind sehr eigenständig. Reagieren auf gewisse Reize anders als andere Hunde. Sehen die als nicht wichtig an oder als, ja, weiß ich nicht. Sie wissen, was ich meine. Mit diesen Hunden sollte man umgehen können. Viele Leute lieben das Wesen dieser Hunde, diese Eigenständigkeit, Urtümlichkeit, diese Ruhe, ja, diese, wie soll ich sagen, dieses Konzentrieren aufs Wesentliche. Ich habe schon mal gesagt, diese Hunde kommen mir häufig vor. Wie stellen Sie sich vor, eine Partie
von Sportlern, die Fußball spielen gehen. Und da haben sie einen dieser Holzhacker dabei, der von Sport nicht so viel hält. Der geht lieber arbeiten, nach der Arbeit am Abend nach Hause, isst gut, trinkt vielleicht noch ein Bier, legt sich nieder, am nächsten Tag geht er wieder arbeiten. Sie wissen schon, diese 2 Meter Riesen mit Vollbart, mit Holzhackerhemd. Ja, und so kommt mir ein Herdenschutzhund vor. Während seine Kumpels da Fußball spielen und sagen, komm, spiel mit, sagt er, spielt nur, ich schaue euch lieber zu. Ja, in diese Richtung, im Vergleich zu anderen Hunden. Während andere Hunde gern da mitspielen täten bei diesem Fußballspiel. Sie verstehen, was ich meine. Das sind große, starke Hunde, häufig ernste Hunde, ruhige Hunde, die aber blitzschnell umschalten können. Natürlich eignet sich ein kaukasischer Ovtcharka als Familienhund, wenn er wenn er generell richtig gehalten wird, ein großes Grundstück hat, wo er sich und sein Wesen entfalten kann. Das sind sehr kinderliebe Hunde. Wie oft habe ich schon Videos gesehen, wo riesige Herdenschutzhunde von Kindern regelrecht belagert werden, die auf diesen Hunden herumklettern wie auf Klettergerüsten. Förderlich? Natürlich nicht. Sollte man normalerweise nicht machen. Ja, ist sicher nicht angenehm für den Hund. Aber nur als Beispiel, mit welch hoher Reitschwelle diese Hunde ausgestattet sind. Auch der Ovtcharka, der kaukasische Ovtcharka, zählt zu den Hunden, die hohe Geduld Kindern gegenüber vorweisen, wenn man sie richtig erzieht. Ja, aber, wie gesagt, nochmal, wenn ich einen Haushund suche, der mit mir zusammen in der Familie lebt, mit mir und den Kindern herumtollt, sportliche Unternehmungen durchführt oder gar auf den Abrichteplatz geht, wandern geht, da, dort, das, dann suche ich mir keinen Herdenschutzhund aus. Das ist meine Ansicht. Also oft ist es mir ein Rätsel, wenn sich Leute solche Hunde nehmen und eigentlich überhaupt keine geeigneten Halter für solche Hunde darstellen. Ja. Aber wenn diese Hunde richtig gehalten werden, von Hirten oder von Herdenschutzhunde-Profis, die ihnen ihr Umfeld, das für sie notwendig ist, bieten können, ja, sind das fantastische Hunde. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich könnte mit solch einem Hund nichts anfangen. Zuerst mal müsste ich meinen kompletten Erziehungsstil umändern, den ich ja beibehalten möchte. Dann würde ich einen Kaukasen so erziehen, wie ich meine Hunde bis jetzt alle erzogen habe, würde dieser Hund bei mir zum Monster werden. Ja, der ist nicht mehr gesellschaftsfähig, der würde zur Gefahr für die Umwelt mutieren. Ja. Solch einen Hund dürfen Sie nicht zum Banditen erziehen. Ja. Es ist nicht empfehlenswert. Meinen Hund Vito darf ich schon zu einem Banditen erziehen, da er völlig anders gepolt ist generell als ein kaukasischer Ovtcharka. Da geht das. Das harmoniert miteinander. Doch das würde alles bei einem Kaukasen nicht funktionieren. Außerdem könnte ich mit ihm nichts unternehmen. Ich bin bis zu 4 Stunden am Tag mit meinem Hund unterwegs im Wald. Da, dort, das. Ein Abenteuer nach dem anderen. Ein Kaukase würde mir da was pfeifen. Ja, vielleicht hätte ich das Glück und könnte ihn zu einem oder anderen Abenteuer überreden, aber wirklich seine Lieblingsbeschäftigungen sind das nicht. Dieser Hund braucht eine Umgebung, die er bewachen kann. Selbstverständlich sucht er die Nähe zur Familie. Kommt schmusen. Klar, denn das ist auch ein Kaukase nicht gefeit, also das tun zu wollen. Aber er ist nicht der klassische Haushund. Wie ein deutscher Schäferhund, ein deutscher Boxer, der Golden Retriever, ein Labrador, mein Bandit, andere Mixe. Sie verstehen, was ich meine. Es ist eine andere Abteilung, ja, die schnell mal charakterlich davonlaufen kann, wenn er nicht so gehalten wird, wie er gehalten werden sollte. Und dann haben Sie einen Albtraum zu Hause, einen Vierbeinigen, das kann ich Ihnen sagen. Ja. Mit einem charakterlich völlig davongelaufenen kaukasischen Ovtcharka unterwegs zu sein. Und dann speziell vielleicht noch in Gebieten, die dicht besiedelt sind. Also da verlieren Sie sehr schnell die Freude daran am Spazierengehen mit dem Hund. Und das sollte eigentlich immer eine Freude darstellen, der Spaziergang mit dem Hund. Ja. So sehe ich das. Doch, wenn wir das alles außen vor lassen, die Rasse an sich ist eine tolle Rasse. Es ist ein wunderschöner Hund, ein hochintelligenter Hund, ein sehr starker Hund, der in die richtigen Hände gehört. Ganz klar. Ja. Ich weiß schon, Sie werden vielleicht bemerkt haben, dass ich emotional nicht ganz auf der Höhe bin, aber wie gesagt, es war eine nicht leichte Woche für mich. Hat auch nicht nur mit Hunden zu tun. Ja. Heute wurde meine Frau ein Opfer eines massiven Hackerangriffs, also online. Da ist schon Polizei schon eingeschaltet und jetzt sind wir gerade dabei, sämtliche Online-Daten zu ändern und Passwörter und das und da E-Mail-Adressen, weil weiß ich nicht. Manchmal, ich sage Ihnen was, habe ich es von der Menschheit schon so satt, ob Sie es mir glauben oder nicht. Da möchte ich am liebsten nur meine Familie zusammenpacken und irgendwo hinziehen,
wo ich nur meine Familie sehe und höre und sonst niemand anderen. Ja. Aber sind wahrscheinlich alles Dinge, die niemals zu verwirklichen sind. Ja. Dazu braucht man gewissen Mut und auch Kapital, beides fehlt mir. Das habe ich schon vor kurzer Zeit erst einem meiner Freunde gesagt, dass das so ist. Ja, manchmal ist es nicht ganz leicht, aber dann muss man wieder nachdenken, anderen Leuten geht es wirklich schlecht. Und mir geht es ja nicht wirklich schlecht. Das sind nur so Phasen, wo man einfach manchmal schon genug hat, ja. Den Hut schmeißen möchte. Aber ein paar Tagen ist alles wieder gut. Jo! Samstag kommt ebenfalls ein Video, das mit den Vorkommnissen letzter Zeit zu tun hat. Bin mir sicher, das könnte für einen oder anderen da draußen interessant sein. Mal schauen. Hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und das war's schon wieder.